So, jetzt gucken wir, ob wir einen Cappuccino finden. Vielleicht haben wir auch Glück und es gibt sogar Red Bull. Wollen wir mal schauen. Alles Müll kann man hier kaufen. Ist ja cool. Die Tankstelle am Rande der Landstraße. Tetris. Wie bekomme ich alles ins Auto, was ich nicht brauche? So ein großes Auto. Und trotzdem so wenig Platz. Oh, ja. So, früh am Morgen, Tag 2. Die Jungs bereiten sich vor. 20 Minuten fahren die erst zur Prüfung. Here we go. Derek, welcome my friend. We are so happy to see you here. I love you, Nazar. I am sure next year you will come with me, huh? You will ride with me, okay? I will go to Mathieu. Oh. Hier ein kleiner Eindruck von dem Biwak. Und da drüben, ganz da hinten, sieht man das Ziel der heutigen Etappe. Naja, mehr oder weniger. No fuel here? Why? No Benzin? No problem. Problem. ممكن موت. Wir sind hier bei der CP1 des zweiten Tages. Ungefähr Rennkilometer 270. Hier ist eine Speedzone 50. Das heißt, die Leute dürfen hier nur 50 fahren. 500 Meter vor dem Kontrollpunkt bis zum Kontrollpunkt und weiter 500 Meter. Deswegen kommen die Jungs hier so langsam vorbei. Das macht man zur Sicherheit der Zuschauer und des Kontrollpersonals. Da unten, da ist jetzt der Checkpoint. Da wird Kontrollkarte abgestempelt. Dann geht es nochmal weiter ein Stückchen mit Kilometer 50 und kurz danach dann wieder Vollgas. Jetzt bin ich hier an der CP1 vom zweiten Tag bei der Dakar 2020. Wir warten auf ein paar Motorräder und dann die ersten Autos. Die führenden Motorräder sind schon durch. Aber ein paar müssen natürlich noch kommen und ungefähr noch eine knappe Stunde müssen die ersten Autos kommen. Eine gute Gelegenheit, um mal über die Navigation zu sprechen. Denn da hat sich einiges verändert in der Cross-Country-Szene in diesem Jahr, speziell bei der Dakar. Und zwar gibt es an vielen Tagen, an 6 Tagen genau zu sein, das Roadbook, das man braucht, um den Weg zu finden, um herauszufinden, wo man langfahren muss. Nicht mehr wie sonst am Abend, sondern erst früh am Morgen, 15 Minuten vor dem Start in die Sonderprüfung. Das heißt, wenn das Roadbook erst am Morgen ausgegeben wird, hat man überhaupt keine Chance, sich auf den Tag vorzubereiten. Man hat keine Informationen über die Strecke, man weiß nicht, was einen erwartet, wo es lang geht. Klar hat man eine grobe Idee, weil man weiß, an welchem Ort man zu welchem Ort fährt. Man kann auf Google das Gelände dazwischen anschauen, ob das mehr bergig ist oder mehr Wüste, ob da Dünen sind in der Gegend. Aber wo man wirklich lang fährt, das weiß man eben nicht. Das weiß man erst, wenn man das Roadbook hat. Man kann also nichts genauer studieren, man kann nicht versuchen, zusätzliche Informationen zu bekommen und ins Roadbook einzutragen. All das wird unterbunden, um es wirklich auf den Co-Piloten ankommen zu lassen, im Auto, im Moment, ohne technische Hilfsmittel, ohne eine aufwendige Vorbereitung, die sich oft Amateure nicht leisten können. Das Ziel ist dieser Maßnahme, die Navigation und das ganze Rennen mehr fair zu machen und gleicher zu machen, dass also der Amateur die gleichen Chancen hat wie der Profi. Da wird gepusht. Zum einen ist das natürlich eine wahnsinnige Arbeitserleichterung für die Navigatoren, weil man eben abends dann frei hat und wie die Fahrer auch sich entspannen kann und schlafen kann. Denn wenn man das Roadbook am Abend bekommt, ist es so, dass man meist bis Mitternacht oder sogar noch länger dann beschäftigt ist, die Strecke zu studieren, das Roadbook zu verfeinern,
nach extra Informationen zu suchen, nach Vorteilen zu suchen. Das wird dann jetzt genommen. Aber dafür ist es eben für alle auch gleich. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Besonders hart ist diese neue Regel für die Co-Piloten, die sich eben sehr intensiv vorbereitet haben mit Google Maps und den Tag praktisch intensivst bis ins letzte Detail immer studiert haben, die Google Maps Karten fast auswendig gelernt haben. Die fühlen sich jetzt sehr unsicher, weil sie überhaupt keine Informationen mehr haben und praktisch mit einem weißen Blatt Papier ins Auto steigen. Könnte eng werden mit dem Overspeed. Er hat nochmal ordentlich Gas gegeben und viel riskiert. Bin mal gespannt, ob das ohne Overspeed gut gegangen ist, ob da eine Zeitstrafe hinterherkommt. Sitzen wir im Biwak nach der zweiten Etappe der Dakar 2020 in Toyota Camp und wir warten auf die Autos, die alle schon im Ziel sind, aber noch nicht hier angekommen sind. Heute gab es wieder viel Drama, aber dazu später mehr. Es war ein schwieriger Tag heute, wie ihr seht. Ja, ist unheimlich stark gefahren, hat einen super Job gemacht. Lief bis kurz vor Ende hervorragend, hat 3 taktische gehabt, wie viele andere auch. Aber dann leider kurz vor Ende, 8 Kilometer vor Ende verfahren, da den ganzen Vorsprung verschenkt und wieder nur 8., 9. heute. Gesamtergebnis ja anstatt Führung 9. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ne? Ich hoffe, er bleibt ruhig und übertreibt es morgen nicht. Und hier ein paar Aufnahmen von der gestrigen Etappe von Yazid. Gerade angekommen, die Fahrer geben noch Interviews und die Mechaniker sind sofort am Arbeiten, Standardarbeiten werden sofort gemacht, also Räder runter, wird gecheckt, alle Mechaniker haben eine Checkliste, der erstmal vorgehen, bis dann später die Ingenieure kommen oder der Carsheet kommt und sagt, welche Extraarbeiten auch noch getan werden müssen. Seite, Begeisterung hier. Hey, well done. Thank you, man. Saudi Arabia, 2 stages in. Is it terrain that you expected to be done, or terrain with some surprises? So, es war wieder ein ereignisreicher Tag heute, der dritte Tag. Der zweite Tag der Dakar war wieder genauso ereignisreich wie der erste. Für meinen Fahrer, für Yazid Al-Rajhi, ist es nicht so gut ausgegangen. Es lief anfangs sehr, sehr gut. Er hat das Rennen angeführt mit einem großen Vorsprung. Nur um dann kurz vorm Ende sich zu verfahren, was auch vielen anderen passiert ist. Aber anstatt das Rennen jetzt mit 4 Minuten anzuführen, ist er nur noch 9. mit, ich glaube, 16 Minuten Rückstand. Also sehr, sehr ärgerlich für ihn. Genauso viel Drama gab es in der Side-by-Side-Klasse. Die Jungs, die anfangs geführt haben, waren am Ende nicht mehr vorne. Auch da ging es um die Navigation. Gerade zum Ende hin einige Fahrzeuge bereits kaputt und ausgefallen. Bei den Motorrädern gab es viel Drama. Die Topstars, die KTM-Jungs, die eröffnet haben heute Morgen, haben sich verfahren und sind daher nur gerade noch so in die Top 10 gekommen. Also
Wieder viel Action. Ich bin gespannt, was Eurosport zeigt. Sie sollten gute Bilder haben. Die Autowertung wurde heute gewonnen von Genil, meinem Ex-Fahrer. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, super gemacht. Er und Alex, tollen Job gemacht heute. Ruhig geblieben, von hinten gekommen. Nach dem ersten Tag sah es schon hoffnungslos aus für die beiden. Jetzt haben sie sich wieder in eine gute Position nach vorne gebracht. Also toll, das zeigt, dass bei der Dakar alles möglich ist. Jeden Tag aufs Neue. Das Rennen ist unheimlich anspruchsvoll, es kann immer wieder viel passieren und vor allem die Navigation ist extremst tricky. Sodass ich auch morgen davon ausgehe, dass wieder einige Überraschungen auf uns warten. Hinter Genil ist Orly Terranova als Zweiter ins Ziel gekommen, auch klasse Job. Er hat am Ende den richtigen Weg am schnellsten gefunden, daher hat er sich so gut vorarbeiten können. Alle anderen Top-Jungs hatten Probleme am Ende, haben Zeit verloren. Das ist für das Gesamtklassement sehr interessant. Dadurch ist alles zusammengerutscht. Aber morgen wird wieder viel passieren. Morgen werde ich versuchen, so ein bisschen einen Überblick mal über die Arbeit der Mechaniker zu geben und einen Überblick über das Biwak, wie das Ganze hier funktioniert. Da wir am gleichen Ort bleiben, ist morgen ein bisschen mehr Ruhe drin. Und ich werde auch mal schauen, was die Jungs von Mini machen und wie es bei den Mopeds aussieht. Und wenn wir noch mehr Zeit haben, dann schaue ich auch mal zu den LKWs rüber. Also, sei gespannt. Schau den Weber Werke YouTube-Kanal, schalt ein, abonniere, like, kommentiere und wenn Fragen da sind, ich versuche es zu beantworten. Auf bald, ciao.